Rund 15 Kilometer nordöstlich von der Stadt Tripolis entfernt, befindet sich die Tropfsteinhöhle von Kapsya. Mit dem Auto gelangt man über die Autobahn A7, Ausfahrt Mestani, in 9 Kilometern zur Ortschaft Kapsya. Von hier aus sind es noch 2 Kilometer bis zur Tropfsteinhöhle. Es ist eine der beeindruckendsten Höhlen in Griechenland. Die Tropfsteinhöhle liegt am Rande der Bergkette namens Menalon, deren höchste Stelle 1981 Meter beträgt. Die Eintrittskarten für die Besichtigung der Höhle muss man im Café kaufen, welches direkt am Parkplatz liegt. Es finden ausschließlich Gruppenführungen statt. Die Führungen werden in griechischer Sprache durchgeführt und auf Wunsch auch in englischer Sprache angeboten. Die Höhle wurde 1887 durch einen französischen Archäologen entdeckt. Genauere Untersuchungen erfolgten in den Jahren 1892 und 1974. 1911 wurde eine Studie veröffentlicht, wodurch die Höhle weltweite Aufmerksamkeit erlangte. In der Höhle befinden sich einige der seltensten und spektakulärsten Tropfsteinformationen in ganz Griechenland und bieten ein einzigartiges Naturschauspiel. Mehrere menschliche Knochen und Schädel wurden unter einer dicken Schlammschicht gefunden. Zudem fand man Scherben aus Keramik, die wahrscheinlich aus dem 4. und 5. Jahrhundert datieren. Nach dem Besuch der Tropfsteinhöhle lohnt sich ein kurzer Abstecher zur Kirche der Heiligen Fotini. Die Kirche der Heiligen Fotini liegt 5 Autominuten östlich von der Kapsya-Höhle entfernt, inmitten der antiken Stadt von Mantinia. Die Kirche der Heiligen Fotini kann man getrost in die Liste der seltsamsten Kirchen der Welt einordnen. Bis heute sorgt das ungewöhnliche Kirchengebäude des Architekten Konstantinos Papatheodorou für widersprüchliche Kritiken, Meinungsverschiedenheiten und teils heftige Kontroversen. Fakt ist, dass man nirgendwo in Griechenland so ein Kirchengebäude findet. Man kann es keiner bestimmten Architektur zuordnen. Das Hauptgebäude der Kirche wurde von 1970 bis 1973 erbaut. Neben byzantinischen, altgriechischen und folkloristischen Elementen sind auch Details aus katholischen Kirchen enthalten. Im Inneren findet man unter anderem Mosaike aus Euripides Hippolyt, den 4 Jahreszeiten, Darstellungen aus der antiken Mythologie, die mit christlichen Mythen identifiziert werden oder diese begleiten. Medusa, Ariadne, Theseus, Pindar und Papadiamantis kämpfen schweigend um die Begegnung mit den Heiligen des Christentums. Der Zugang zum zentralen Heiligtum der Kirche erfolgt über schmale Korridore auf beiden Seiten. Sie symbolisieren die Katakomben von Rom, in denen die heilige Fotini als Samariterin starb. Zusätzlich zur Hauptkirche wurden von 1976 bis 1980 2 altgriechische Bauwerke errichtet. Beim ersten Gebäude handelt es sich um das Heron, das zu Ehren aller errichtet wurde, die für das griechische Heimatland gekämpft haben. Das zweite Gebäude ist dem Bruder Jakob gewidmet und symbolisiert die Begegnung Jesus mit der Samariterin Fotini. Alle 3 Baulichkeiten, also die Kirche, das Heron und der Bruder Jakob, symbolisieren zusammen die heilige Dreifaltigkeit. Nach dem Besuch der Kirche eignet sich zum Abschluss des Tages hervorragend eine Weinprobe in der Ortschaft Kapsya. Hier produziert die Familie Kalogri auf ihren 30 Hektar großen Weinbergen sämtliche Weine ausschließlich nach biologischen Methoden. Es ist das erste auf dem Peloponnes und das einzige in der Region Mantinia offiziell zertifizierte Weingut. Darüber hinaus hat der Familienbetrieb mehrere Auszeichnungen als bestes Weingut in Griechenland und auf der Peloponnes erhalten. Im restaurierten Gebäude aus dem Jahr 1870 werden die Besucher durch die über 150-jährige Geschichte der Familie geführt. Gleichzeitig erhalten sie Informationen über die Herstellung der Naturweine und erfahren etwas über den modernen Beruf des ökologischen Landbaus. Die Reifung des Weins in den unterirdischen Kellern kann man aus nächster Nähe beobachten. Έχουμε 30
στρέμματα, ιδιόκτητους αμπελώνες. Die Weinprobe selbst findet bei entspannter Musik im gemütlichen Kaminzimmer statt. Die Bioweine werden nach vorheriger persönlicher Auswahl verkostet. Dazu gibt es leckeren Dorfkuchen, Oliven, Käse und Brot mit Petit Misi, was ein traditioneller biologischer Traubensirup ist. Selbstverständlich können die Weine nach der Verkostung auch gekauft werden.